Wieder mit den klassischen Gebeten, Zuflucht, Bodhicitta, die vier Unermesslichen und dass wir uns dann verbinden mit dem Segen der Übertragungslinie. Und nehmt euch diesmal mal vor, vielleicht nicht so sehr auf den Gesang zu achten, sondern wie den Zufluchtsbaum vor euch zu visualisieren. Ja, also den Zufluchtsbaum vor uns. Und ihr dürft gerne ins Zentrum die Prajnaparamita setzen, die große Mutter, die für den Dharmakaya steht, für die Natur unseres Geistes, oder den blauen Buddha Vajradhara, der ebenfalls dafür steht. Und dann sind all die anderen Buddhas, die Dharma-Texte, die Sangha mit den Verwirklichten, die Yidams und natürlich alle Lebewesen sind mit uns vor dem Baum. Und so begeben wir uns in die Zuflucht zusammen mit allen Lebewesen. Und natürlich wissen wir, so wie wir es gestern auch visualisiert haben, dass das, was wir da als Zufluchtsbaum sehen mit all den Erwachten, dass das ein Spiegel für unsere wahre Natur ist. Also während ich jetzt singe, und diejenigen, die es auswendig können, singen mit, aber die anderen bitte ich euch, lasst euch einfach mal mehr drauf ein, jetzt so in dieses, man könnte fast sagen, dieses reine Land einzutreten, wo alles vom Segen der Erwachten durchdrungen ist. Und dann ganz zum Schluss der Gebete nach dem Guru-Yoga, da lassen wir diesen Zufluchtsbaum mit allen diesen erleuchteten Energien, die da spürbar werden, lassen wir sich das in Regenbogenlicht auflösen und dieses Regenbogenlicht verschmilzt durch den Scheitel mit uns und dann lassen wir für eine Weile den Buddha in uns meditieren. Sangin Chedan Tsungin Chonam Lan Janjum Pandun Dani Kapsunji Dagin Jin Soen Jim Pesenamji Don Lam Penchea Sangin Dom Pasho Sangin Chedan Tsungin Chonam La Janjum Padun Danin Kyapsunji Dagin Jin Sun Jim Pesenamji Don Lam Penchea Sangin Dom Pasho Sangin Chedan Tsungin Chonam La Janjum Padun Danin Kyapsunji Dagin Jin Soen Jim Pesenamji Don Lam Penchea Sangin Dom Pasho Sem Chen Tam Chen Devan Dan Deven Yudan Dem Pan Chuan Jing Dun Dan Jing Judan Devan Chuan Jing Dun Mem Ben Devan Dam Pan Dam Min Devan Chuan Jing Nyeden Chandan Hidan Javen Tanam Chambola Nepan Chunji Penden Savela Marim Pochi Dangin Chivom Penden Tenshula Gadin Shen Pengonen Jesunte Kosun Tonging Enjok Tsandosam
voller Vertrauen den Buddha in uns meditieren lassen. Vielen Dank, ihr Buddhas. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Eigentlich geht es immer nur darum. Eigentlich geht es nur darum, dass wir immer wieder den Buddha meditieren lassen. Ich bringe euch nochmal in Erinnerung, dass wir in der Empfehlung von Dakpo Tashi Namgyal, dass wir davon hörten, dass es den Blick nach innen gibt und den Blick nach außen. Und bei der Innenbetrachtung empfiehlt er uns die Meditationen mit dem Erleben des Körpers zu verbinden. Und dann macht er etwas ganz Erstaunliches. Dann geht es ihm nur kurz um die Körperempfindungen, was ja die Hauptpraxis eigentlich in vielen anderen Traditionen ist. Und dann sagt er, lass doch die Aufmerksamkeit auf etwas ruhen, was einen Bezug zum Körper hat. Und da gibt es 3 Möglichkeiten. Auf den Körper selbst sich zu konzentrieren, zum Beispiel in Form einer erwachten Lichtgestalt, in Form eines Yidams. Und dann erst in Form, so zum Beispiel des Skelett des Körpers, oder dann sprach er von diesem Khatvanga, von diesem Stab, und statt diesem Stab sich mit den 3 Köpfen, ihr wisst noch, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya und so weiter, sich als das zu visualisieren, habe ich dann den Zufluchtsbaum genommen. Also wir sind ich sage euch kurz, wo wir im englischen Text sind, damit ihr da folgen könnt. Wir sind im Kapitel über Shamatha und sind auf Seite 53 im englischen Text. Und in der Mitte der Seite, nicht wahr? Das ist, wo wir gerade unterwegs sind. Und mein deutscher Text, der verwandelt sich ständig, weil ich da immer Dinge reinschreibe, da bin ich dann schon auf Seite 55. Was wir jetzt machen, ist, dass wir uns in Form einer erwachten Lichtgestalt meditieren, also in Form eines Yidam. Und jetzt, Felix, habe ich eine Aufgabe für dich. Würdest du mal an die Kamera gehen und die Prajnaparamita ein wenig mehr in den Fokus holen? Auf mich brauchst du dabei nicht zu achten. Ein bisschen drehen, ja, und dann darauf richten. Ja, so ist schon mal ganz gut. Und noch einen kleinen Schwenk und dann noch ein bisschen größer.
Genau, dann hast du sie in der Mitte und dann noch ein bisschen. Ganz genau, ja. Und ja, so können wir es ja lassen. Wir haben die große Mutter, wir haben von ihr schon gehört. Und wir wissen, dass Mahamudra die Mahamudra heißt auf Sanskrit. Eigentlich müssten wir immer von die Mahamudra sprechen, wenn wir das übernehmen wollen. Das heißt aber das große Siegel. Deswegen hat sich das Mahamudra eingebürgert, weil wir im Deutschen immer eigentlich den Artikel nehmen von der nächstliegenden Übersetzung. Und wenn wir mit unserer Buddha-Natur Kontakt aufnehmen wollen, dann können wir das natürlich intuitiv machen, ohne irgendeine Vorstellung. Oder wir können uns als Buddha sehen, wir können unser visionäres Geschick dazu nehmen. Und jetzt bin ich hier gerade rausgeflogen, weil meine Hand auf etwas kam. Dieses Geschick, die intuitive Wahrnehmung dazu zu nehmen, ist unglaublich hilfreich. Das habt ihr vielleicht gestern bei der Visualisation von uns selbst als Zufluchtsbaum gesehen. Obwohl das natürlich eigentlich, wir sind kein Baum, sicher nie gewesen, ja? Aber sich so zu fühlen, es war unglaublich stark. Ja? Es hat uns so verankert in diesen erwachten Qualitäten. Und sich jetzt in einer menschenähnlichen Form zu visualisieren, macht es uns möglich, noch mehr, noch weiter uns darauf einzulassen, das einfach zu sein. Und ich mache jetzt eine geführte Meditation mit euch zur Prajnaparamita, zur Weisheit in Form der großen Mutter, der Mutter aller Buddhas. Wenn ihr es nicht so mit dem Visualisieren habt, lasst einfach die Qualitäten in euch wirken oder spürt es einfach. Und ich folge in der Visualisation dieses weiblichen Buddhas, eigentlich ein Ur-Buddha, erleben, folge ich Visionen von einer großen Meisterin, die heißt Machik Labdrön, Machik Ma aus Tibet, die Begründerin des Chö. Sie hatte viele Visionen von der großen Mutter, hat Unterricht von ihr erhalten und dabei auch verstanden, dass die große Mutter eigentlich die Essenz von Tara ist. Mit Tara hatte Machik Ma eine sehr innige Beziehung. Und in diesen Visionen der atemberaubend schönen großen Mutter war sie jeweils von goldener Farbe. Ein unglaublich starkes Gold, was von ihrem fein goldenen Körper ausstrahlt. Und wenn wir genauer hinspüren, dann ist unser Körper in jeder Pore der Haut bewohnt. In jeder Hautpore wohnt ein goldener Buddha. Und das Licht dieser vielen, vielen Buddhas sammelt sich und lässt uns so golden erstrahlen. Und eigentlich steht es dafür, dass wir so wie alle Buddhas die Natur des Seins verstanden haben. Völlige Erkenntnis der leeren Natur aller Phänomene. Wir sind der Dharmakaya, diese Dimension der Verwirklichung.
Wir haben göttliche Seidengewänder um uns herum, so im indischen Stil, edlen Schmuck in allen Farben des Regenbogens, sowie auf der Stirn ein juwelenbesetztes, fünffarbiges Diadem, das die Verwirklichung der 5 Buddha-Familien symbolisiert. Auf unserer Stirn sind Juwelen in den 5 Farben für das 5-fache zeitlose Gewahrsein. Wenn wir daran denken, dass wir diese Krone tragen, dann eröffnet sich für uns über die blaue Farbe das Dharmadhatu-Gewahrsein, dieses raumgleiche Gewahrsein. Über das weiße Juwel eröffnet sich uns das spiegelgleiche Gewahrsein. Das gelbe Juwel ist eine Brücke ins Gewahrsein der Gleichwertigkeit aller Phänomene. Das rote Juwel ist eine Brücke in den Aspekt des allunterscheidenden Gewahrseins. Und das grüne Juwel ist eine Brücke in das allvollendende Gewahrsein. Und wir wurden gekrönt mit diesem Diadem von allen Buddhas. Wir sind die Verkörperung aller Aspekte des Erwachens. Äußerlich sind wir golden, haben 4 Arme. Wir sitzen in Vajra-Haltung und direkt unter uns ist eine Mondscheibe, darunter eine Sonnenscheibe flach liegend und darunter ein blauer Lotus. Wir sitzen im Vajra Samadhi, in der vollkommen unstörbaren Präsenz aller Buddhas, deren Geist von gar nichts aufgewühlt werden kann. Uns umgeben zahllose Töchter und Söhne Buddhas und Bodhisattvas. In allen 10 Richtungen des Universums. Unser Blick ruht voller Verständnis und Mitgefühl auf allen Lebewesen. So wie eine Mutter voller Verständnis ihre Kinder im Blick hat. Wir haben ein goldenes Gesicht und 4 Arme mit natürlich 4 Händen, von denen die erhobene rechte Hand einen Vajra hält. Dieser erhobene Vajra steht für die immer gleiche, durch nichts zu beeindruckende Natur des Gewahrseins. Diese Dimension des Seins, in der es keine Spuren von Schleiern gibt, kein Leid, völlige Freiheit, völlige Stabilität, dank der allumfassenden Durchlässigkeit. Dieses Vajra-Gewahrsein, das ist das Symbol in der rechten erhobenen Hand.
In der Visualisation oder Vision, wie es Magic mal erlebt hat, ist die untere rechte Hand in der erdberührenden Geste, so wie wir das vom Buddha kennen. Die rechte Hand liegt auf dem rechten Knie, die Handfläche nach unten und der Mittelfinger berührt die Erde. Als Ausdruck dafür, dass nur die Erde, diese andere Dimension, dieses Erwachen bezeugen kann. Wir sind Buddha, so wie Buddha Shakyamuni, diesmal in weiblicher Form. Die erhobene linke Hand hält links einen in Seide gewickelten Text. Das sind die Lehren zur Vollkommenheit der Weisheit, Prajnaparamita, die Essenz des Dharmas. Und die untere linke Hand liegt in Meditationsgeste im Schoß und steht für die tiefe Versenkung, die unstörbare Präsenz, dieses Einswerden mit dem Dharmakaya. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, unseren Körper als diesen Lichtkörper zu spüren. Licht, ausstrahlendes Licht und auch innen nur Licht, keine Organe. Innen und außen nur Licht. Oben einen Vajra in der rechten und den Dharma in der linken. Unten die erdberührende Geste rechts und links die Hand in Meditationsgeste. In unserem Herz, im Herzchakra, im Zentrum unserer Brust, erstrahlt die weiße Silbe A. Einfach nur A. Die allerkürzeste von allen Prajnaparamita-Belehrungen ist die eine Silbe A. Die für die Offenheit des Seins steht. Für die unaussprechliche Natur des Erlebens, für das Erwachen selbst. Es ist die allerkürzeste Unterweisung, die je von den Buddhas gegeben wurde. Einfach A. Die Silbe A steht auf einer Mondsilbe und darunter ein Lotus. Am Rande der Mondsilbe
steht von innen lesbar das Mantra der Prajnaparamita. Om Gate Gate Pada Gate Pada Sam Gate Buddhi Swaha. In einem weißen Kreis geschrieben rings um das A. Das Mantra der Prajnaparamita Herzsutra. Om Gate Gate Pada Gate Pada Sam Gate Buddhi Swaha. Dieses Mantra bedeutet Om, das ist die Weisheit aller Buddhas, Gate, gegangen, Gate, nochmal gegangen, Paragate, hinübergegangen, Parasamgate, völlig hinübergegangen, Buddhi, erwachen, Swaha, möge es so sein. Die Bedeutung dieses Mantras erschließt sich uns, wenn wir die Prajnaparamita Unterweisungen kennen. Das erste Gate ist, dass wir jetzt, wo wir so hier sitzen und meditieren, dass wir die leere Natur von Samsara erkennen. Das zweite Gate ist das Erkennen der leeren Natur von Nirvana. Das Paragate ist das Erkennen der leeren Natur der Einheit von Samsara und Nirvana. Und das Parasamgate ist das völlig Jenseitsgehen aller Begriffe, alle Vorstellungen, auch über das Erwachen und auch über die Einheit von Samsara Nirvana. All das hinter sich lassend in den Bereich, der jenseits von Beschreibung und Ausdruck ist. Und damit ruhen wir für eine Weile in der Meditation. Ihr könnt durch diese Visualisation hindurch wandern, das ein oder andere spüren oder einfach in dem Klang A, dessen Bedeutung ihr gerade gehört habt, in dieser offenen, nicht greifenden, inneren Geistesdimension verweilen.
eine sanfte Präsenz, ohne dass wir sie festhalten müssen, als die erwachte große Mutter. Erinnert euch immer wieder an dieses A, denn so einfach ist es. Und die Lichtstrahlen, die aus unserem Sein ausstrahlen zu allen Lebewesen, kommunizieren genau das, diese unglaubliche Einfachheit des Seins. Und hiermit machen wir eine kleine Pause, 5 Minuten in Stille. Also bei der Meditation, wo wir uns mit der Aufmerksamkeit uns mit etwas körperlich Bezogenem richten, haben wir 5 Möglichkeiten, die von Dr. Namgyal angegeben werden. Als erstes die Meditation auf den Atem. Und bei diesen tantrisch angehauchten Instruktionen geht es jetzt nicht einfach um die Meditation auf den Atem, wie wir das kennen, Atem zählen, dem Atem verfolgen, die 4 Stufen von Anapanasati, sondern im Hintergrund schwingt noch eine Menge mehr mit.
wo wir Pranayama-Übungen einbauen können. Also Meditation mit dem Atem oder auf den Atem ist tatsächlich hier sehr, sehr weit zu verstehen. Da gehören auch die ganzen Übungen zur Vasenatmung dazu, die in diesen Vajrayana-Praktiken oft eingesetzt werden. Da gehören Praktiken hinzu, die ihr also Vasenatmung kennt ihr als Bumchen, als tibetischer Ausdruck für die große Vase. Es gibt aber auch andere Formen von Vasenatmung. Die Vasenatmung nach dem Ausatmen, also den Ausatmen halten, die Vasenatmung beim Einatmen, den Einatmen halten. Es gibt mittlere Vasen, sanfte Formen, den Jamlung, die sanfte Atmung, wobei immer eine gewisse Retention aufrechterhalten wird. Es gibt den Barlung, die Zwischenatmung, wo wir die Aufmerksamkeit in den unteren Bauchraum senken und wie die Welt von dort aus betrachten. Und es gibt ganze Serien von solchen Übungen. Und das alles schwingt mit, wenn hier Dagbutashi Namgyal von dem Praktizieren mit dem Atem spricht. Denn all das sind körperbezogene Übungen, die unsere Präsenz unglaublich erhöhen. Im Unterschied zu manchen Ansätzen im herkömmlichen Yoga geht es hier immer darum, die Mahamudra-Erfahrung zu ermöglichen. Es geht nicht um ein Reinigen, es geht nicht um irgendwie die Länge von irgendetwas zu vermehren oder eine Reinigung, sondern es geht immer darum, die Kontrollmechanismen unseres Geistes zu unterlaufen und in eine Selbstvergessenheit hineinzukommen, in den Intellekt zu entspannen, die Kontrolle zu entspannen. Also wenn ich zum Beispiel so ausatme, und dann einatme, halte und so weiter, dann geht es eigentlich immer darum, mir zu ermöglichen, in die möglichst große Entspannung, ins Vertrauen zu gehen. Und es geht auch darum, mit Ängsten zu arbeiten, der Todesangst zum Beispiel, der Angst, nicht genug Luft zu haben. Diese Ängste hochzuholen und in ihre wahre Natur hineinzuschauen. Immer wenn Angst auftaucht, ist das ja ein Anzeichen dafür, dass wir in unbekannte Gefilde vorstoßen. Und darum geht es eigentlich bei diesen Übungen. Also wenn von Atem die Rede ist da sehr, sehr viel gemeint. Und es braucht einen extrem entspannten Geist, um diese Übungen zu machen. Deswegen werden die auch nicht öffentlich gelehrt, also außer einige wenige. Balung zum Beispiel kann man gut öffentlich lehren, diese Zwischenatmung. Und wir haben deswegen auch, wir haben kein Interesse daran, das öffentlich bekannt zu machen, weil Mensch die Neigung hat, an solche Methoden mit einem gewissen Leistungsdenken heranzugehen. Also mit einem Ehrgeiz, mit zu viel Wollen. Es ist Voraussetzung, um diese Methoden sinnvoll anwenden zu können, dass wir im Vertrauen sind, dass alles schon da ist. Diese Methoden sind nur dafür da, das zu enthüllen, was ohnehin schon da ist und nicht irgendetwas zu erzeugen. Das macht einen großen Unterschied zu anderen Ansätzen, wo man denkt, wir wollten energetische Phänomene erzeugen. Geht es nicht drum. Es geht um das Phänomen des Loslassens. Dann, als zweite Möglichkeit, wird die Meditation auf subtile Merkmale des feinstofflichen Körpers erwähnt. Diese subtilen Merkmale laufen auf Tibetisch unter den Ausdrücken Tsa, Lung, Tikle, das sind Nadi, Prana und Bindu auf Sanskrit.
Und ich möchte euch tatsächlich in eine feine Form, eine euch zugängliche Form dieser Praxis einführen, so ein bisschen etwas davon zeigen, damit sich die Wahrnehmung schärft für das, was ohnehin immer stattfindet. Wir schließen vielleicht dafür die Augen. Und lassen die Aufmerksamkeit durch die Körperempfindungen fließen. Empfindungen vom Kopf, vom Scheitelpunkt des Kopfes bis zu den Zehenspitzen. Kannst du mal schauen, dass das Bild wieder etwas schärfer stellt? Überall lassen sich im Körper feine Empfindungen wahrnehmen. Diese Empfindungen, das sind energetische Phänomene. Und es tut uns gut, sie einfach als energetische Phänomene zu sehen. Es sind ständig sich leicht wandelnde Flüsse von Empfindungen. Da sind Felder, die vibrieren, Ströme, die verschiedene Bereiche des Körpers miteinander wie verbinden, die im Zusammenhang stehen. Es gibt so Verbindungen, die leichter spürbar sind, die auch was mit unserer Anatomie zu tun haben. So wie diese Verbindung vom Hinterkopf hinunter, so ungefähr die Wirbelsäule entlang. Es gibt wie Verbindungen, die spürbar sind von den Hüften, die Beine hinunter, auch wenn sie gekreuzt sind. Es gibt Energiefelder, wie zum Beispiel im Becken. Es gibt manchmal Spannungsfelder
in dichtere Bereiche, vielleicht der Oberbauch. Manchmal ist das Herz, die Herzregion fühlt sich etwas dichter an. Betrachtet diese Phänomene mal nicht mehr so sehr als Empfindung, sondern als ein Empfinden, ein strömendes Gewahrwerden immer neuer Subtilitäten, immer neuer, ja, feiner Phänomene, die sich überraschend zeigen und zu denen unsere Aufmerksamkeit dann geht. Wir spüren das, ohne es aber zu vergegenständlichen. Wir bleiben ganz weit und spüren diese vielen Phänomene im Organismus. Manchmal wird die Aufmerksamkeit wieder in die Schultern gezogen, in den Nacken, dann wieder zu den Augen. Manchmal geht sie in den Bauch, wieder in den Herzraum. Und es gibt nichts, was wir spüren müssten. Wir sind einfach offen dafür, was sich da so alles zeigt. Und es ist manchmal sehr überraschend, dass wir nur wenige Minuten später, wenn wir an einen Ort wieder zurückkehren, dass er sich jetzt deutlich anders anfühlt. Das Becken fühlt sich jetzt plötzlich anders an, also im Becken. Was da plötzlich auch was in den Beinen so geschieht, es ist immer wieder überraschend, was da so alles zu spüren ist. Und wir öffnen uns diesem strömenden Erleben, das sich ständig wandelt. In dieser durchlässigen Geisteshaltung für all das, was da auftaucht, ist es möglich, karmische Eindrücke zu reinigen. Bedeutet, dass egal was da auftaucht im Körper, wir nicht anspringen mit haben wollen und nicht haben wollen. Und wir identifizieren uns nicht mit diesen Empfindungen. Vielleicht meditieren wir sie einfach als Empfindungen im Lichtkörper der großen Mutter, der Prajnaparamita. Ohne irgendetwas zu vergegenständlichen, selbst keine Organe vergegenständlichen. Diesen menschlichen Körper einfach mal so als Energiewolke betrachten.
Das sind so Verbindungen, die spürbar werden in diesen von Cluster zu Cluster, man kann so sagen, von innerer Wolke, von in Bereichen zu anderen Bereichen. Manchmal geht es so quer über den Brustkorb, den Bauchraum auf beiden Seiten, rechts und links herunter. Dann steigt es wieder im Rücken irgendwo auf, dann verteilt es sich. Egal, ihr schaut einfach zu und spürt. Für Menschen, die Anatomie studiert haben, ist es überraschend, dass einige dieser energetischen Phänomene gar nicht den bekannten Nervenbahnen folgen, sondern irgendwie sich anders vernetzen, etwas anders organisiert sind. Andere wiederum sind offenkundig einfach Empfindungen im normalen Nervensystem. In diesem feineren energetischen Empfinden werden manchmal auch hormonelle Ausschüttungen sehr deutlich spürbar. Ein Moment der Sorge oder der Irritation oder wenn einem siedend heiß, wie man so sagt, etwas einfällt, was wir vergessen haben, dann merken wir, wie das den ganzen Körper durchströmt. Martina, kannst du die Tür zumachen? Wenn wir ruhiger und ruhiger werden und der Geist klarer, bemerken wir sehr, sehr deutlich,
wie jede emotionale Regung mit einer energetischen Veränderung einhergeht. Wir können keinen ärgerlichen Gedanken haben, ohne Ärger fein im Körper zu spüren. Wir können keinen Gedanken des Wollens haben, ohne dass sich das in dieser feinen energetischen Wahrnehmung spiegelt. Wir können nicht einmal die Augen öffnen und schließen, ohne feine energetische Veränderungen zu spüren. Und je klarer und ruhiger unser Geist wird, desto offenkundiger wird, dass jede geistige Regung eine energetische Spiegelung hat. Das ist so innig, dass wir nicht mal wissen, was zuerst kommt. Ist die Veränderung unseres Gemüts, unserer Stimmung Ausdruck der energetischen Veränderung oder ist die energetische Veränderung Ausdruck der Veränderung in der geistigen Befindlichkeit im Gemüt? Wir brauchen es nicht zu ergründen, nur bemerken, wie es in beide Richtungen gehen kann. Wir nennen das die Untrennbarkeit von Prana, also subtiler Energie, und Geist. Es ist im jetzigen Leben einfach nicht voneinander zu trennen. Das heißt nicht, dass Prana Geist ist und dass Geist Prana ist, sondern tatsächlich sind das energetische Phänomene, die so innig miteinander in Resonanz sind, dass wir sie nicht auseinander bekommen.
ein Glück. Nur mal vorgestellt, wenn ich jetzt mit dieser Empfindsamkeit auch nur eine einzige Atemübung machen würde. Die Wirkung wäre so stark zu spüren. Da braucht man nicht 10, 20, 50 solche Atemübungen zu machen. Eine einzige hätte unglaublich stark spürbare Auswirkungen. Wiederholt zum Abschluss dieser Meditation noch einmal das, was wir, glaube ich, gestern gemacht haben. Setzt euch einfach etwas anders hin. Zum Beispiel sich etwas aufrechter noch hinsetzen, gerader. Oder sich zu entspannen, ein Kissen in den Rücken zu tun. Und beobachtet einfach, was das bewirkt. Merkt ihr, wie sich Veränderungen in diesen Energiefeldern ergeben haben? Ganz einfache, nichts Spektakuläres. Vielleicht merkt ihr, wie sich in der Stimmung, in der geistigen Klarheit etwas verändert hat. Vielen, vielen Dank. Wir machen eine Pause bis 20 vor 11, also eine knappe Viertelstunde. Es geht also wieder weiter, wie ihr schon gesehen habt.
Wir gehen jetzt in den Instruktionen von Dagpo Tashinamya gehen wir zur Außenbetrachtung. Da gibt es ebenfalls zwei Möglichkeiten. Wir können mit besonderen und mit gewöhnlichen Objekten oder Stützen arbeiten. Und zu den besonderen Objekten zählen Buddhas, Buddha-Gestalten oder auch sprachliche besondere Objekte wie Mantras. Und dann kommt ein kleiner Exkurs darüber, dass in Tibet es so war, dass manche Praktizierende nie mit den gewöhnlichen Objekten praktizieren wollten. Also zum Beispiel den Blick auf einem Stein ruhen zu lassen, das wollten sie nicht. Oder ja, so auf normale Klänge zu meditieren, das fanden sie irgendwie nicht so prickelnd, wie mit Mantras zu praktizieren. Und Tashinamya schreibt so kurz, aber das spielt keine Rolle, das ist eigentlich unerheblich, denn aus seiner Sicht ist prinzipiell kein Unterschied zwischen sogenannten spirituellen, besonders reinen Objekten oder den normalen Dingen der äußeren Welt. Wir können eigentlich dieselben Erfahrungen machen, egal ob wir auf einen Stein meditieren oder auf einen Buddha. Jetzt hat aber das Meditieren auf so ein besonderes äußeres Objekt, wie ein Buddha, eine Buddha-Statue, auf eine Buddha-Statue zu meditieren, hat zusätzliche Vorteile, weil wir tatsächlich die Qualitäten des Objekts als eine subtile Resonanz in unserem Energiesystem spüren. Das heißt, wir schwingen tatsächlich anders mit, wenn wir auf eine große Schale Wasser meditieren. Ja, stellt euch vor, eine riesen Schale Wasser. Das war so etwas, was wir im Retreat auch gemacht haben. Wir haben die größtmögliche Glasschale genommen, die allergrößte Glasschale, die wir finden konnten, voll mit klarem Wasser und dann darauf meditiert, eine ganze Woche lang. Einer im Retreat, der hat das sogar 7 Monate machen müssen, weil Genja Rinpoche wirklich wollte, dass sein Geist sich vereinfacht. 7 Monate, Tag ein, Tag aus, 12 Stunden am Tag auf eine Wasserschüssel meditieren. Wenn wir stattdessen einen Felsbrocken dort liegen haben, hat das andere Auswirkungen auf das, womit wir in Schwingung gehen. Okay? Das hat Auswirkungen. Und deswegen, wenn wir in Schwingung gehen mit einer Buddha-Gestalt, die ja, ob wir es wollen oder nicht, Assoziationen bei uns auslöst, dann haben wir zum Beispiel diese Hände, die in Meditationsgeste liegen. Wir haben diesen gelösten Blick. Wir nehmen natürlich eine inspirierende Buddha-Statue. Wir haben so verschiedenste Aspekte, dieser geschmeidige gerade Sitz und so weiter. All das wirkt ja auf uns, auch wenn wir nicht drüber nachdenken. Und deswegen hat die tibetische Tradition, insgesamt die Mahayana-Tradition, hat sehr stark diesen Aspekt entwickelt, auf Gurus und Buddhas und spezielle Symbole wie den Lotus und dergleichen oder den Zufluchtsbaum zu meditieren. Weil wir gar nicht umhin können, mitzuschwingen mit dem, was im Geiste so wahrgenommen wird. Und diese Schwingung, die nutzen wir. Wenn wir den Buddha dann auch in einem Baum entdecken können, kein Problem, dann passiert dasselbe mit einem Baum. Wenn wir in die Weite schauen, in den Himmel und daran den Dhammakaya erspüren, ist der Himmel
genauso gut wie jede Visualisation eines Dharmakaya Buddhas, wie zum Beispiel der großen Mutter. Ja? Was wir jetzt machen werden, und das gehört zu den äußeren Objekten, ist, dass wir uns den Buddha vorstellen werden. Das ist interessant, ne? Die Vorstellung des Buddhas, die Visualisation des Buddhas wird auch als äußeres Objekt betrachtet, weil wir keinen Unterschied machen zwischen dem visuell außen gesehenen Buddha, der dann als geistiges Bild auftaucht, oder dem direkt vorgestellten Buddha, der ebenfalls als geistiges Bild auftaucht. Was wir sehen, ist sowieso im Geist. Außen ist es deshalb, weil wir das Gefühl haben, wir würden ihn betrachten. Und jetzt nehmen wir den historischen Buddha, den niemand von uns kennt und von dem keine Fotos überliefert sind. Und wir visualisieren ihn so, dass dieses assoziative, energetische Mitschwingen, dass das tatsächlich auf eine gute Art angeregt wird. Das heißt, ihr achtet bei allem darauf, dass es sich für euch stimmig anfühlt. Und wenn für euch ein Buddha, wie er traditionell dargestellt wird, eher so, wie man sagt, upturnt, also euch irgendwie, schon wieder sowas, dann stellt ihn euch normaler vor. Dann macht ihn so, wie ihr ihm gerne begegnen würdet. Da ist Thich Nhat Hanh ein großer Meister drin gewesen in seinen Beschreibungen, wie man dem Buddha begegnet, auf einer Waldlichtung und so weiter. Ich folge jetzt ansatzweise mal der Darstellung des 9. Karmapa in Mahamudra, Ozean des wahren Sinnes. Ich nutze diese Darstellung als Grundlage, um uns jetzt in diese Meditation zu führen. Also, Sitzgurte anschnallen, parat zum Abflug. Und wie immer starten wir nicht direkt, sondern bereiten uns erstmal vor. Lassen den Geist zur Ruhe kommen. Wir spüren den Atem, wir spüren den Energiekörper, diesen Prana Kaya. Und wir lassen uns jetzt auf eine Reise ein, wo wir nicht dem mageren Buddha mit bloßen Füßen voller Staub begegnen auf einer Lichtung irgendwo in Indien, sondern wir lassen uns entführen in einen reinen Bereich, in eine geistige Dimension, wo der Buddha nach seinem Parinirvana weitergelehrt hat. Wir lassen uns führen in ein Land äußerlich voller Regenbögen, Lichter, eine geistige Dimension, wo der vollkommene Buddha
der so Gegangene weilt auf einem Löwenthron, auf einem Sitz, der von 8 Schneelöwen getragen wird. Und wir wissen, diese Schneelöwen, das sind die 8 großen Bodhisattvas, 2 in jeder Richtung. Dieser Thron ist aus Licht, genauso wie auch die Löwen aus Licht sind. Und auf dem Thron liegt ein vielblättriger Lotus mit ganz vielen Blütenblättern. Ausdruck der vollkommenen Reinheit des Geistes. Auf diesem Lotus, diesem großen, großen Lotus, liegt eine Sonnenscheibe und darauf liegt eine Mondscheibe, golden und weiß. Und sie stehen für die Weisheit und die geschickten Mittel des Mitgefühls. Und auf diesem Sitz aus vollkommen reinem Erleuchtungsgeist, dem Lotus und der Weisheit, der Sonne und dem Mitgefühl des Mondes, darauf befindet sich der Buddha. In der Farbe von reinem Gold. Eine Lichtgestalt. Die rechte Hand in erdberührender Geste. So wie damals, als er seinen 5 ersten Schülern von seinem Erwachen, von seinen Erkenntnissen berichtete. Die linke Hand liegt in Meditationshaltung im Schoß. Der Körper erstrahlt mit all den vortrefflichen Zeichen, exzellenten Attributen. Wir sind vielleicht etwas erstaunt, was für lange Ohrläppchen er hat. Und das auf seinen im Lotussitz zusammengefalteten Beinen, auf den Sohlen seiner Füße Dharma-Räder zu sehen sind. Und wir entdecken in seinem Herzen einen unendlichen Lichtknoten. Ein Zeichen für die Verwirklichung des Unendlichen, des Nicht-Fassbaren, wo alles miteinander verwoben ist. Er ist gekleidet in Roben aus Licht, in den wunderbaren Farben der Wolken im Morgenrot. Eine Mischung aus Gelb, Orange und Rot. Seine rechte Schulter ist frei, die linke ist von diesen Dharma-Roben bekleidet, bedeckt. Und während wir da in diese Versammlung geführt werden und dort ankommen, bemerken wir, dass er in dieser großen Freude weilt, dieser non-dualen Freude und aus dieser non-dualen Freude heraus Dharma-Belehrungen gibt. Und wir hören sie. Wir hören den reinen Klang seiner Worte. Wir hören, wie er das Dharma-Rad dreht. Mal spricht er über die dynamische, unbeständige Natur des Seins, dann über den Zusammenhang
zwischen Ursachen und Wirkungen, über das wechselseitig Bedingte Entstehen, über die nicht fassbare Natur allen Erlebens, über das natürlich vorhandene Mitgefühl in uns. All das hören wir mit tiefer Hingabe, so als würde er ganz persönlich direkt zu uns sprechen. Und hier verweilen wir für eine Weile in dem Glücksgefühl voller Vertrauen, direkt von unserem Lehrer angesprochen zu werden. Und auch wenn er still wird, in seiner Präsenz sitzen zu können. Immer wieder mal lasst die Aufmerksamkeit über den Körper des Buddhas wandern, mal zu seinem liebevollen Blick. Vielleicht seht ihr auch sein drittes Auge. Dann wieder zu seiner Sitzhaltung, zu seiner Ausstrahlung. Lasst den Geist ganz ruhig weilen. Und wenn ihr einen Ort gefunden habt, wo ihr besonders gern verweilt, dann lasst die innere Aufmerksamkeit darauf ruhen. Wenn der Geist weder aufgewühlt noch dumpf ist, können wir in seinem Herzen verweilen, bei diesem unendlichen Knoten.
Wir können uns immer wieder segnen lassen, immer wieder die Ermutigung spüren, die vom Buddha ausgeht, so als würde er uns sagen, du bist wie ich, kein Unterschied. Wir gehören zur selben Familie. Wir brauchen den Buddha nur zu spüren. Es ist nicht wichtig, ihn zu sehen. Wir können ihn auch einfach hören. Wir können uns so fühlen, als wäre er gerade hier im Zimmer. Und alle, die Zuflucht begehren, alle, die einen sicheren Ort sich wünschen, können in dieser Dimension, die wir Buddha nennen, können dort Sicherheit finden. Sind dort aufgehoben, werden über die Brücke des äußeren Buddhas in die Natur des eigenen Geistes hineingeführt. Und damit löst sich die Vorstellung des Buddhas vor uns völlig in Licht auf. Regenbogenlicht, vorwiegend Gold. Und dieses Licht verschmilzt in den Scheitel von allen Lebewesen. Und wir meditieren, wie es durch unseren Scheitel eintritt, durch unser Herz, vielleicht auch durch unsere Kehle und unsere Stirn,
Vielleicht durch den Nabel und auch durchs geheime Chakra. Überall tritt der Segen ein. Und wird eins mit dem Vibrieren unserer Zellen. Und dann widmen wir noch mögen wir durch dieses heilsame Mahamudra verwirklichen und alle Lebewesen ohne Ausnahme in diese Dimension des Erwachens hineinführen. Gevadiyin yodudak chakya chempo jojane jova chikyam malipa deyi salangepa sho. Viel Freude in der Mittagspause. Weiter geht's dann um 3 Uhr. Wir lassen den Zoom noch laufen, aber klinken uns selber hier aus und beenden die Aufnahme. Und wieder finden wir unseren Weg in dieses Vertrauen hinein, diese vertrauensvolle Ausrichtung, die wir Zuflucht nennen. Und wir nehmen dafür diesmal wieder die große Mutter. Stellt euch vor, dass sie vor uns verweilt, so wie wir auch den Buddha, Gautama Buddha, Shakyamuni Buddha visualisiert haben. Eine Lichtgestalt, sehr weiblich, unglaublich schön. Ebenfalls von goldener Ausstrahlung. Sie ist die Mutter aller Buddhas. Was bedeutet, sie verkörpert die Einsicht, durch die überhaupt Buddhas zu Buddhas werden. Sie verkörpert dieses Vajra-Gewahrsein, das sich in dem Vajra in ihrer rechten Hand ausdrückt.
diesem stehenden Diamantzepter. Sie verkörpert diese tiefe Seinserkenntnis, die sich in dem Prajnaparamita Lehren über die wahre Natur des Seins ausdrückt, in ihrer linken Hand. Sie hat das Universum, die Erde als ihre Zeugen, durch die auf den Boden weisende, den Boden berührende rechte Hand in der Zeugengeste, in der Geste, die Erde als Zeugin anzurufen. Und die zweite linke Hand liegt im Schoß in Meditationsgeste als Ausdruck dafür, dass sie nie aus dem non-dualen Gewahrsein herausfällt. Stellt euch vor, ihr wärt in Gegenwart eines solchen Wesens. Wir stellen uns vor, wir würden in den Bewusstseinsraum der großen Mutter eintreten. Stellt euch auch vor, dass wir damit gleichzeitig nicht nur ins letztendliche Bodhicitta eintreten, also das Gewahrsein der leeren Natur aller Phänomene, sondern auch ins relative Bodhicitta, diese Bereitschaft, in der Welt des bedingten Entstehens in völliger Resonanz zu sein, völlig offen dafür, was die Situationen brauchen, was Lebewesen brauchen, um zu ihrem eigenen Potenzial zu erwachen. Während wir das so spüren, eventuell sehen, sagen wir innerlich, mögen alle Lebewesen glücklich sein, die Ursachen des Glücks besitzen. Mögen wir frei von Leid und dessen Ursachen sein. Mögen wir nie von der wahren, leidfreien Freude getrennt sein. Und mögen wir bei nah und fern, frei von Anhaften und Ablehnen, in großem Gleichmut verweilen. In diesem Gleichmut der großen Mutter. Ein mitfühlender, freudiger, liebevoller Gleichmut. Und dann lassen wir die Prajnaparamita, diesen weiblichen Urbuddha, mit unzähligen Buddhas in den Poren ihrer Haut, wir lassen sie sich auflösen in Licht, Regenbogenlicht. Und das ist der Segen der Übertragungslinie. Und dieser Segen verschmilzt mit uns. Durch den Scheitel, die Stirn, die Kehle, das Herz, überall. Und dann lassen wir die große Mutter in uns meditieren.
mühelos. Und dann entstehen wir aus diesem einfachen So-Sein, wenn der Geist wieder etwas bewegter wird, entstehen wir selbst als die große Mutter. Wir selbst nehmen Form an, als diese vierarmige weibliche Buddhi. Und wir bemerken, dass in unserem Herzen auf einem Lotus und einer Mondscheibe sich die weiße Silbe A befindet. Die Essenz der vollkommenen Weisheit. A, Ausdruck der nicht fassbaren Natur aller Phänomene. Dieses A steht aufrecht im Zentrum der Mondscheibe in unserem Herzchakra. Und drumherum sind die Silben des Gate-Mantras aus dem Herzsutra. Om Gate, Gate, Pada Gate, Pada Samgate, Buddhi Swaha. Wie so ein Ring von weißen Perlen, von innen her lesbar. Und dieser Ring von strahlenden Buchstaben, lichtausstrahlenden Buchstaben, die gleichzeitig auch ihren Klang verströmen, diesen Ring der Mantrakette, den nutzen wir jetzt, um unseren lebendigen Geist in der Bewegung der Mantra-Rezitation zu sammeln, in der Bewegung der Mantra-Girlande, die beginnt im Gegenuhrzeigersinn zu kreisen. Om Gate Gate Pada Gate Pada Sam Gate Buddhi Swaha. Om Gate Gate Pada Gate Pada Sam Gate Buddhi Swaha. Om Gate Gate Pada Gate Pada Sam Gate Buddhi Swaha. Om Gate Gate Pada Gate Pada Sam Gate Buddhi Swaha. Om Gate Gate Pada Gate Pada Buddhi Swaha. Om Gate Gate Pada Gate Pada Sam Gate Buddhi Swaha. Pada Sam Gate Buddhi Swaha. Om Gate Gate Pada Gate Om Gate Gate Pada Gate Pada Sam Gate Buddhi Swaha. Und dabei verweilt unser Geist in einem Gewahrsein der Bedeutung. Gate, das erste Gate bedeutet, dass wir alle Phänomene Samsaras als leer erkennen, als nicht fassbar.
Das zweite Gati bedeutet, dass wir die leere Natur auch von allen Phänomenen Nirvanas erkennen. Und Paragati bedeutet, die leere Natur der Einheit von Samsara und Nirvana zu erkennen. Und Parasamgati, völlig hinübergegangen, bedeutet, dass wir völlig jenseits gegangen sind aller Versuche, dieses Verständnis, dieses offene Sein zu beschreiben, zu benennen, völlig jenseits aller Begrifflichkeit gegangen. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Und Bodhi fasst das alles zusammen. Es heißt Erwachen. Völliges Erwachen. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Und während sich die Mantra-Girlande dreht und immer schneller dreht, strömt Licht von ihr aus und von der zentralen Silbe A. Und dieses Licht strahlt zu allen Buddhas und sammelt ihren Segen. Und der Segen aller Buddhas kommt als Antwort in uns. Die Mantra-Girlande dreht sich, strömt zu den Buddhas und ihr Segen kommt zurück. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati. Om Gati Gati Pada Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Buddhiswa.
Om Gadi Gadi Pada Gadi Pada Gadi Pada Sam Gadi Pada Sam Gadi Gadi Pada Gadi Pada Sam Gadi Pada Sam Gadi Gadi Pada Gadi Pada Sam Gadi. Om Gadi Gadi Pada Gadi Pada Gadi Pada Sam Gadi Pada Sam Gadi Gadi Pada Gadi Pada Gadi Pada Sam Gadi. Und dieses kreisende, vor Licht lodernde Mantrarad erfüllt auch den Nutzen aller Lebewesen, strahlt zu ihnen aus in alle Richtungen, nach oben und unten, hinten und vorne und rechts und links. Berührt sie alle in ihrer Natur der großen Mutter, in ihrer Buddha-Natur. Weckt ihre Buddha-Natur und bewirkt ihren größten, ihren höchsten Nutzen. Und kehrt von diesem Kontakt mit allen Lebewesen zurück mit dem Segen des Verbundenseins in der Buddha-Natur. Der Segen des Verbundenseins mit allen Lebewesen tritt in die Mantra-Girlande ein, in das zentrale A. Und so kommt es zu einem kontinuierlichen Austausch mit allen Erwachten und allen sonstigen Lebewesen. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada Gati. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada Gati. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada Gati Pada. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Pada Gati Pada. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati. Die Mantra-Rezitation, die Visualisation, das drehende Mantrarad, all das absorbiert die natürliche Aktivität unseres Geistes. Immer wieder kehren wir in die verschiedenen Aspekte der Visualisation zurück, rezitieren manchmal lauter, manchmal leiser, manchmal ganz still. Je nachdem, was es so braucht, um ganz dabei zu bleiben. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada Gati. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada Gati. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Pada. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada. Om Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati Pada Gati Pada Sam Gati Pada Sam Gati Gati.
Om Gade Gade Bada Gade Bada Som Gade Bada Som Gade Gade Bada Gade Bada Som Gade Bada Som Gade. Om Gade Gade Bada Gade Bada Som Gade Bada Som Gade Gade Bada Gade Bada Som Gade Bada. Om Gade Gade Bada Gade Bada Som Gade Bada Som Gade Gade Bada Gade Bada Som. Om Gade Gade Bada Gade Bada Som Gade Bada Som Gade Gade Bada Gade Bada Som Gade. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bade Swaha. Dann lassen wir jegliche Visualisation sein. Es löst sich alles auf. Verschmilzt mit uns. Wir lösen uns von unten und oben ins Herz hinein auf, in die Mantra-Gelande ins A und das A in den letzten Hauch des Klanges von A und dann in die große Offenheit.
Ja, und irgendwann merken wir, wenn ich jetzt noch weitermache, dann wird es vielleicht etwas künstlich. Drum, bevor es künstlich wird, gehe ich in ein normaleres, bewegteres Sein hinein. Wir nennen das Nachmeditation. Das, was wir in der Meditation erlebt haben, das wirkt noch so nach. Und ihr könnt euch ja vornehmen, bald wieder mal in diese Meditation einzutauchen. Was wir jetzt gerade praktiziert haben, war dieser Punkt, den Tashi Namgyal ansprach, uns mit dem Rezitieren von Mantras in der Praxis von Geistesruhe und natürlich auch von Einsicht zu unterstützen. Und es ist natürlich total hilfreich, dass dieses einfache Mantra Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha schon im Herzsutra vorkommt. Und wir genau wissen, welchen Sinn es zusammenfassen soll. Das ist ja diese berühmte, zusammengefasste Lehrrede über die leere Natur aller Erscheinungen. Und es ist so wunderbar, diese Erklärung, dieses Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, das mit 4 Stufen des Erkennens der leeren Natur zu verbinden. Ja? Alles in Samsara, also all diese Dukkha, ja? Alles, was Verstrickung ist, alles vom Geist geschaffen, alles von nicht fassbarer Natur. Aber zweiter Schritt, auch alle Erfahrungen des Erwachens, auch von leerer Natur, nicht? Also Samsara, Nirvana und dann die Einheit von Samsara und Nirvana, dieses wunderbare Sein können in der Welt, ohne mit der Welt verstrickt zu sein. Unglaublich, dieses erwachte Sein in der Welt, auch von leerer Natur, ja, hinübergegangen. Auch das hinter sich gelassen. Und dann alle diese Vorstellungen, Parasamgate, komplett hinter sich gelassen. Das ist wunderbar und wie bei jedem Mantra, wenn wir das Bedeutungsfeld des Mantras, das kennen, wenn wir wissen, in welchem Bedeutungsfeld dieses Mantra schwingt, dann beginnen wir selbst darin zu schwingen und brauchen nicht mehr darüber nachzudenken. Manchmal erinnern wir uns noch, aber eigentlich schwingt dieses Verständnis einfach so mit und macht es zum Beispiel hier beim Rezitieren dieses Mantras dann möglich, nicht ins Greifen zu kommen. Es ist unsere Aufgabe, das immer wieder frisch zu halten, aber Mantras und Visualisationen, die wirken sozusagen unter der begrifflichen Ebene hindurch. Die wirken subliminal, also unbewusst, ja, so im Untergrund unseres Seins wir waren der Bedeutung mal bewusst, wir haben es mal gelernt und das Ganze ist in einen Bereich gerutscht, wo das spontan gespürt wird und weiterwirkt und nicht immer im Großhirnbewusstsein aktiv gehalten werden muss. Das wirkt einfach weiter. Viele von euch kennen ja schon seit langem das Mantra Om Mani Padme Hum und alle wissen, es ist das Mantra der 4 Unermesslichen. Und vor allen Dingen des erleuchteten Mitgefühls. Und wenn wir Om Mani Padme Hum rezitieren, ohne dass wir groß darüber nachzudenken bräuchten, schwingen wir uns ein in eine gelöstere, mitfühlende Haltung. Ein Mitgefühl, was nicht identifiziert ist. Und so geht es bei allen Mantras. Einige von euch praktizieren ganz viel mit dem Tara-Mantra und da schwingt so viel mit bei Tara, zum Beispiel diese Angstfreiheit, diese Bereitschaft, sich einzusetzen, diese Frische, diese Energie, diese Kraft und wir rezitieren Om Tara Tutara Turesor und
Und ohne dass wir darüber nachzudenken brauchen, einfach weil wir früher uns damit verbunden haben, schwingt das so mit. Und wir visualisieren Tara und es macht was mit uns, ohne dass wir durchzugehen bräuchten. Dieses Symbol bedeutet das und das bedeutet das. Das machen wir in der Lernphase. In der Lernphase gehen wir so durch und verkoppeln das Visualisierte mit seiner symbolischen Bedeutung. Wir verkoppeln das Mantra mit seinem inhaltlichen Bedeutungsfeld. Und dann sinkt das tiefer ein und wir werden vertraut damit und können es dann einsetzen, ohne das Begriffliche zu aktivieren. Und deswegen sind diese Meditationen auch fantastisch geeignet dafür, wenn wir gar nicht mehr groß nachdenken möchten. Oder wenn wir im Zwischenzustand sind, im Bardo, und uns dort einfach an diese Lichtbuddhas erinnern oder diese Mantras kommen uns in den Sinn. Einen Atem haben wir da nicht mehr, deswegen brauchen wir was anderes als den Atem. Ja, also deswegen nehmen wir Stützen der Meditation von Anfang an, auch schon in der Praxis der Geistesruhe, die uns weit, weit, weit tragen können bis ins Erwachen hinein. Wir brauchen die gar nicht zu ändern, diese Art Stütze. Okay? Das ist der Sinn, warum Tashi Namgyal das in dieser Passage anspricht. Und dieses Mantra dürft ihr anwenden, es ist kein geheimes Mantra und ihr habt jetzt auch so eine Art Einführung erhalten, also ihr habt genug Erklärung erhalten, um das in eurer Praxis weiter fortsetzen zu können. Als eins der zusätzlichen Mantras, mit denen ihr auf dem Weg unterwegs sein könnt. Das war also seltsamerweise eine Außenbetrachtung. Das gehörte zu den Buddha-Gestalten und sprachlichen Objekten, weil noch weil man immer noch das Gefühl hat, jemand würde das Mantra rezitieren und man kann das Mantra betrachten, wie es sich so dreht und so. Und interessanterweise zählt das zu den Außenbetrachtungen, aber es kann immer weiter innerlich werden und schließlich wird etwas passieren, dass wir verschmelzen mit dem A und dem Mantra, dass wir keine Distanz mehr aufrecht erhalten, ja, dass wir eins werden damit. Und ich sehe gerade, da hat jemand so eine Bemerkung über das Herzsutra reingeschrieben und ich bin ganz arg froh, wenn ihr im Hintergrund solche Fragen beantwortet und euch Tipps gibt und Links reinsetzt und dann könnt ihr ja am Ende der Sitzung da reinschauen, das braucht ihr nicht jetzt zu machen. Und wir gehen weiter hier in unserem Mondstrahlen. Und üben uns nun darin, wie Achtsamkeit und Wachsamkeit das Meditationsobjekt stabilisieren. Das ist der 4. Punkt unter diesen Einführungen zu Shamatha. Und Tashi Namgyal zitiert den Schmuck der Mahayana-Sutren, wo es heißt, Achtsamkeit und Wachsamkeit werden kontinuierlich aufrechterhalten, denn Achtsamkeit bewirkt, dass der Geist nicht vom Fokus abschweift und Wachsamkeit erkennt sofort, wenn dies geschieht. Der Geist gleicht nämlich einem ungezähmten Elefanten. Dieses Ausrichten auf den Fokus, der Fokus ist wie der stabile Pfeiler und das sich erinnern an den Fokus ist wie das Seil, das den Elefanten an den Pfeiler bindet. Wenn er trotzdem nicht dort bleibt, dann kommt die Wachsamkeit zum Einsatz, so als würden wir den Elefanten mit einem Haken zurückholen. Und so erlangen wir nach und nach Meisterschaft in der Shamatha-Praxis. So wie es heißt,
in einer der im Herzsutra, in den Erläuterungen, wenn der Elefant des Geistes davonläuft, binde ihn mit dem Seil der Achtsamkeit gut am Pfeiler der Stütze fest und bringe ihn mit weiser Einsicht schrittweise unter Kontrolle. Wir werden das nachher praktizieren. Ich möchte euch zu diesen beiden Faktoren auf Tibetisch heißt Achtsamkeit Drenpa und auf Sanskrit Smriti und auf Pali Sati. Wir sprechen über dieses sich erinnern, ja, sich ans Wesentliche erinnern. Das ist dieses achtsame Erinnern und immer wieder zurückfinden zu dem, was unser eigentliches Anliegen ist. Das ist das Seil. Ne? Das ist das, womit wir immer wieder zur Stütze zurückkehren. Unsere Stütze ist natürlich das, was uns wichtig ist. Wir dürfen keine Stütze haben, die uns unwichtig ist. Die muss uns interessieren. Wir wollen wirklich dranbleiben. Also wir dürfen nicht etwa eine Stütze wählen, die uns schon von sowieso langweilt und wo wir Mühe haben, uns überhaupt zu motivieren, dran zu bleiben. Wir wählen uns eine Stütze, von der wir überzeugt sind, doch, das wird mir helfen, das wird mir gut tun. Und da möchte ich gerne lernen, meinen Geist drauf zu sammeln. Und dann, das ist dann also für uns wesentlich. Wir erinnern uns daran, in dieses wesentliche Feld zurückzukehren, was wir die Stütze für unsere Sammlung nennen. Schaut mal, vorhin in der Meditation, die wir gemacht haben, da könnten wir als Sammlung nehmen den Klang des Mantras. Wir könnten als Stütze nehmen die Bedeutung des Mantras. Wir könnten als Stütze nehmen das ausstrahlende Licht, was zu den Buddhas geht und wieder zurückkommt. Wir könnten als Stütze nehmen das Licht, was zu den Lebewesen geht und zurückkommt. Wir könnten einfach bei dem A verweilen, dieses vibrierende Bodhicitta, A, was zugleich der Klang des Unaussprechlichen ist. Wir könnten auf der äußeren Form von Prajnaparamita verweilen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir haben so viele Stützen innerhalb des großen Feldes einer solchen Jedam-Praxis. Und wir kehren also zurück immer wieder eigentlich in das Feld der reinen Schau. Und innerhalb dieses Feldes bewährt sich das eine mehr als das andere für uns. Also es kann sein, dass wir es jetzt gerade leichter damit haben, zum Beispiel beim äußeren Erscheinungsbild von der großen Mutter zu verweilen. Oder wir haben es erstaunlicherweise leichter, in der Qualität des Nichtgreifens zu verweilen, die durch das Verständnis der leeren Natur ausgelöst ist. Das ist gar nicht gesagt, dass das vermeintlich Subtilere das Schwierigere ist. Es kommt sehr darauf an, was uns mehr anspricht. Das, was uns anspricht, da werden wir viel leichter drin verweilen können, als das, wo wir so ein bisschen zögern oder Zweifel haben. Und so sucht ihr für euch aus, wo ihr gerne verweilen möchtet und darin verweilt ihr. Und dieses dahin zurückfinden ist das achtsame Erinnern an das, was uns wesentlich ist, und die Wachsamkeit, Sheshin auf Tibetisch und Prajrapti auf Sanskrit. Das ist dieses wachsame Schauen, ob der Geist schon abgelenkt ist, es bemerken oder sogar im Vorfeld, noch bevor er wirklich abgelenkt ist, zu merken, jetzt entsteht gerade eine Neigung, eine Tendenz, sich ablenken zu wollen. Ich erkläre das immer, diese Wachsamkeit, die erkenne ich, wenn ich ein Kind zum Bäcker schicke und sage, hier, bring mir mal 6 Weckli, ja, 6 Brötchen.
Das Kind soll zum Bäcker und wieder zurück und möglichst in 10 Minuten wieder da sein. Das Kind muss sich auf dem ganzen Weg daran erinnern, dass es darum geht, die Brötchen zu holen. Okay? Das ist das sich erinnern ans Wesentliche. Jetzt kommt das Kind unterwegs aber am Haus der Freundin vorbei, muss über eine Kreuzung und da gibt es noch einen Spielwarenladen und da muss es überall durchsteuern. Das sind alles mögliche Ablenkungen, wo alles Mögliche passieren kann. Und die Wachsamkeit ist das, was schon im Vorfeld sieht, oh, da kommt das Haus, wo meine Freundin wohnt. Nein, jetzt nicht klingeln. Jetzt geht jetzt darum, die Brötchen zu holen. Und hier, okay, an der Kreuzung nirgendwo abbiegen, da geht's rüber, ich muss da rüber und dann darüber gehen. Und wachsam und mit Achtsamkeit darüber gehen. Und dann, wenn ich beim Bäcker bin, mich auch dort nicht ablenken zu lassen, sondern gerade wieder zurück. Und das Gleiche nochmal. Also, dass ich erinnere daran, was wesentlich ist, das gibt den roten Faden. Und die Wachsamkeit bewirkt, dass wir nicht von diesem roten Faden abweichen oder zumindest schnell wieder dahin zurückfinden. Diese beiden Kräfte, die wirken zusammen und die werden meistens als eine Kraft dargestellt, sind aber tatsächlich zwei etwas verschiedene Aktivitäten des Geistes. Okay, jetzt machen wir eine Pause. Machen eine Pause bis 16 Uhr und dann üben wir das. Ich muss mir noch überlegen, mit welcher Art Meditation wir das üben, aber wir machen es auf jeden Fall, uns an das Wesentliche erinnern und diese Wachsamkeit. Okay, bis gleich. Es gibt beim Meditieren immer wieder mal stärkere Begegnungen mit Angst. Und wisst ihr, Angst wird immer ausgelöst, wenn wir in unbekannte Bereiche kommen. Also wenn wir, ohne dass wir es vielleicht merken und vielleicht denken wir sogar, wir wären in sehr bekannten Bereichen unterwegs, wenn unser Unbewusstes plötzlich flatterig wird und wie uns warnt, jetzt vielleicht geht die Kontrolle flöten. Und dann kann es sein, dass wir sogar in der Meditation sehr überraschend Panikzustände bekommen. Und tatsächlich hilft es, wenn wir in dieser Zeit, wo wir so die Angst spüren, wenn wir unseren Blick wieder weiten können. Also die Fragestellerin hat das schon richtig gemacht, wieder den Blick zu weiten und andere Lebewesen mit dazu zu nehmen. Wir können zum Beispiel den Wunsch machen, in dem Moment möglich irgendwie den Weg finden, durch diese Angst hindurch zu atmen, sie zu leben, damit es allen anderen, die auch solche Ängste spüren, leichter fällt. Oder dass ich mal in die Lage komme, es anderen, die da durchgehen müssen, zu zeigen, wie das geht. Ja, also diese Weitung des Bewusstseinsfeldes tut sehr gut. Ihr könnt auch die Augen einfach aufmachen und euch ein bisschen im Raum umschauen, oder den Körper berühren, ein bisschen massieren. Alles, was euch hilft, euch gut zu verankern. Aber der Wir-Modus, also ins Wir zu gehen, wir, das heißt alle Lebewesen, ist extrem hilfreich, weil an der Wurzel der Angst ist eine Sorge um sich selbst. Und da hilft es, das zu weiten. Es gäbe natürlich viel zu sagen. Wir gehen damit so um, dass wir uns anpirschen an diese Bereiche, so dass wir allmählich vertrauter werden mit den Bereichen, wo diese Angst beginnt. Auch wenn wir gar nicht genau spüren, warum sie beginnt, aber wir gehen da vorsichtig in die Nähe und wir werden vertrauter damit. Und dieses vertrauter werden bewirkt, dass die Angst weniger wird. Es entsteht nämlich mehr Gewahrsein. Und wo mehr Gewahrsein ist, da löst sich die Angst
im gleichen Maße auf. Und so kann es dann sein, oder so wird es dann sein, dass Erfahrungen, die uns früher Angst gemacht haben, später nur noch Wellen des Wohlgefühls auslösen, weil wir so vertraut damit geworden sind. Okay. Dann gehen wir in die Meditation von achtsamem Erinnern und Wachsamkeit. Und zur Abwechslung und vielleicht zur Erleichterung von denen, die gerne andere Arten von Meditationsobjekten bevorzugen, da gehen wir diesmal mit der Atemmeditation. Wir gehen in einen Bereich der Atemmeditation, den man Barlung nennt. Ich habe das heute Vormittag erwähnt. Barlung ist eine Form der Atemmeditation, die so leichte Pranayama-Züge hat. Und ich setze mich dafür aufrecht hin, weil ich muss meinen Bauch gut spüren können. Nun, der hat immer wieder so Neigung, sich zu einer Tonne zu entwickeln, deswegen lässt er sich recht gut spüren. Also setzt euch so hin, wenn ihr dem folgen wollt. Ihr könnt den Atem auch an der Nasenspitze oder im Brustkorb spüren. Aber ich werde die Unterweisung mal so geben, dass es sich um den Bauchraum handelt. Da muss ich ihn gut spüren können. Und eine Möglichkeit, ihn zu spüren, ist die Hand draufzulegen. Es geht nur darum, die feinen Bewegungen zu spüren, die beim Atmen stattfinden. Und die ganze Aufmerksamkeit aus dem Kopf und sogar aus dem Brustraum in den Bauchbeckenraum zu verlagern. Die Aufmerksamkeit sammelt sich im Bereich unterhalb des Nabels. Und wenn Gengen Rinpoche uns dieses Barlung zeigte, dann sprach er davon, dass der Bauch sich so entspannt wie ein satter Säugling. Ganz weich, vertrauensvoll. Wir wissen ja, im Bauch sitzen viele Ängste, aber jetzt gerade erlauben wir es uns, möglichst entspannt zu atmen, voller Vertrauen, wie ein Säugling, der gerade in den inneren Frieden hineingefunden hat und sich ganz sicher und aufgehoben fühlt. Und der Bauch bleibt immer so einigermaßen rund und weich. Wir atmen nie so tief aus, dass er wie nach innen gezogen würde. Er füllt sich mal mehr mit dem sich absenkenden Zwerchfell beim Einatmen. Und dann ist er etwas weniger gefüllt beim Ausatmen. Und unser Interesse ist ganz dabei, Entspannung im Bauchraum zu erkunden.
Wie fühlt sich entspannte Präsenz im Bauchbeckenraum an? Zu Anfang spüren wir, wie sich die Kleidung so ein wenig über der Bauchdecke bewegt beim Atmen oder wie sich die Bauchdecke immer wieder etwas anders in die Hand hineinschmiegt. Dann gehen wir mit der Aufmerksamkeit weiter nach innen, so in die Mitte des Bauchbeckenraumes. Dort, wo wir ein wenig etwas spüren können. Es atmet. Wir atmen nicht besonders tief. Und vielleicht findet ihr einen Ort in der Mitte des unteren Bauchraums, wo die Aufmerksamkeit verweilen kann. Dieses feine Kribbeln oder diese Wärme oder dieses Gefühl von Präsenz, das nehmen wir als den Pfeiler für das Seil unseres achtsamen Erinnerns. Und wer woanders im Atem unterwegs ist, am Naseneingang oder im Brustraum, der entscheidet sich dort für einen Ort, wo der Atem oder die Empfindungen gut spürbar sind. Wir verweilen achtsam in der Mitte des Bauchraums. Falls das irgendwelche Ahnungen von Angst auslöst, legt die Hand oder beide Hände auf den Bauch, um die Wärme zu spüren und in diese Wärme hineinzuatmen. Und jetzt praktizieren wir dieses achtsame Erinnern kontinuierlich beim Einatmen, Umkehrpunkt, Ausatmen, Umkehrpunkt. Die ganze Länge des Einatems, die ganze Länge des Ausatems.
wachsam, falls wir abgelenkt werden oder falls wir kurz davor sind, abgelenkt zu werden. Dann erhöhen wir das Interesse und bleiben etwas intensiver dabei. Wir lassen uns ganz darauf ein, zu diesem Bauchatem zu werden, so als wäre der Bauch der zentrale Sitz unserer Wahrnehmung, als würden wir die Welt aus dem Bauch heraus erleben oder sogar sehen. Und jetzt machen wir ein kleines Experiment, was euch die Funktion der Wachsamkeit zeigt. Lasst nochmal die Augen geschlossen und stellt so eine ganz innige Verbindung mit diesem bauchgefüllten Atem her, mit dieser bauchgefüllten Präsenz. Und dann stellt euch darauf ein, die Augen gleich zu öffnen. Und das Anliegen ist, weiter in dieser bauchgefühlten Präsenz zu bleiben, während die Augen aufgehen und natürlich Ablenkung entstehen könnte. Aber die volle Aufmerksamkeit bleibt in diesem Bauchgefühl. Weites, geschmeidiges Bauchatmen. Wenn ihr das gut halten könnt, während ihr so auf Neutrales schaut, auf die Wand, dann könnt ihr auch mal auf den Bildschirm schauen. Die Wachsamkeit, die bewirkt, dass ihr ganz aufmerksam weiter beim Bauch bleibt, weiter bei diesen Empfindungen im Bauchraum, während der Blick über den Bildschirm schweift. Oder zu etwas anderem geht, was ablenkend sein könnte. Aber wir werden nicht abgelenkt, weil diese Wachsamkeit so hoch ist.
Und dann, um zu merken, wie das ist, wenn diese Wachsamkeit nicht mehr nötig ist, schließen wir vielleicht wieder die Augen, verankern uns gut, das ist dieses achtsame Erinnern, spüren wieder die Bauchatmung und dann merken wir, dass viel weniger Herausforderungen sind und können wieder entspannen. Und wer bereit ist dafür, kann das Experiment ein zweites Mal machen. Und da wir ein wenig geübter sind jetzt schon, kann es sein, dass ihr viel weniger Anstrengung braucht, um verbunden zu bleiben mit dieser bauchgefüllten Präsenz. Und jetzt wieder erhöhte Wachsamkeit. Bereitet euch darauf vor, den Blick zu wenden, den Kopf zu wenden und dabei in diesem Bauchgefühl zu bleiben. Wachsam verbunden, obwohl wir uns bewegen und obwohl wir anderes sehen. Immer schön zurück zum Bauch. Und dann wieder vereinfachen, die Herausforderungen mindern, so dass es uns wieder angenehm vorkommt. Und letzte Herausforderung, wieder erhöhte Wachsamkeit. Da kommt jetzt gleich was, gut verankern. Und sucht euch innerlich irgendein Mantra aus, was ihr murmelt oder sprecht, immer verbunden mit dieser Bauchpräsenz.
Vielen, vielen Dank. Mantra ist so eine leichte Form des Denkens. Wir können denken, wir können auch sprechen und verbunden bleiben mit dieser Bauchpräsenz. Und jetzt danke ich euch erstmal. Es ist kein Grund, aus der Bauchpräsenz herauszugehen, aber es gibt jetzt noch ein paar Erklärungen. Ihr könntet euch darin üben, das, was ich jetzt noch sage, vom Bauch her zu hören. Wäre möglich. Und ich kann vom Bauch her sprechen. Also, das ist natürlich nicht einfach nur irgend so ein Ding, ne, was man da sich hat einfallen lassen. Im Bauch gibt es eine Fülle von Lebensenergie. In der Akupunktur spricht man von den 3 Erwärmern. Im Ayurveda spricht man vom Agni, dem Feuer, das für die Verdauung zuständig ist. Im Zen spricht man vom Hara, im Taoismus vom Qi. Diese Kraft, ja, diese Kraft, die aus dem Zentrum unseres Seins kommt. Und diese Kraft, die ist unterhalb des Nabels auf halbem Weg ungefähr bis zum Beckenboden. Da findet ihr Zugang zu einem Ort, der meldet sich von selbst. Und dieser Ort ist bekannt als die Mitte unseres Seins, von wo aus die Beine sich bewegen, von wo aus der Oberkörper sich bewegt. Und es ist sehr viel hilfreicher, mit dieser Präsenz durch die Welt zu gehen, als wenn wir hier oben mit dem Kopf durch die Welt gehen. Ja, es ist eine viel integriertere Präsenz und unglaublich hilfreich, um ins Mahamudra zu finden. Okay? Diese Präsenz, wo die kopflastige, die intellektuell betonte Sicht der Welt mehr zu einer intuitiv gespürten, kraftvollen Präsenz wird, die aus dem Becken herauskommt, das ist extrem hilfreich, um tagsüber in allen Aktivitäten diese Mahamudra-Offenheit wachzuhalten. Der Bauchraum, der bietet sich dafür an, weil er noch weiter ist, mehr das Raumgefühl hat, sogar als der Brustraum. Der Bauchraum, wenn er mal entspannt, wenn wir aus dieser neurotischen Spannung rauskommen, wo wir meinen, wir müssen den Bauch immer reinziehen, wenn wir ihn wirklich freigeben, so wie ein entspannter Säugling, dann ist das ein inneres Gefühl, als hätten wir da so eine atmende Kugel, einen atmenden Luftballon. Nicht so prall, aber auch nicht schlapp. Da ist eine Fülle von Kraft. Und deswegen hat uns Genro Rinpoche immer wieder diesen Barlung, diese Praxis heißt Barlung, hat uns diese Praxis ans Herz gelegt, um einen schönen Übergang ins Mahamudra zu finden. Es ist eine Praxis der Geistesruhe. Es ist eine Praxis der inneren Wärme. Es verbindet uns mit mehr Kraft und Wärme im Bauch, im Unterbauch. Und es ist eine Praxis des Loslassens und des sich Öffnens in Geistesräume hinein. Tatsächlich ist es so, als würden wir das Bodhicitta im Bauchraum fühlen. Also das, was wir normalerweise im Herzen lokalisieren, Mitgefühl, Wärme, Liebe, das kann alles noch mal ein bisschen runterrutschen. Das kann zu einer noch größeren Integration führen. Und natürlich sind Herz, Kehle, Kopf und so alles mit einbezogen, aber es rutscht noch mal tiefer. Und wir haben dadurch eine Verbindung mit einer sehr viel kraftvolleren Präsenz. Okay, das war meine kleine Erklärung zum Balung.
wieder so ein Geschenk aus der Mahamudra-Tradition, das ihr hoffentlich nutzbringend anwenden könnt. Wir machen jetzt 5 Minuten Pause. Wir machen 10 Minuten Pause. Und in der Zeit könnt ihr mir eure Fragen aufschreiben. Wir machen jetzt wieder eine Fragerunde und dann reicht es auch noch, um nochmal zu meditieren. Okay? Also 20 vor 5 geht's weiter. So, auf geht's in die nächste Runde. Und zwar echt eine andere Runde. Wir haben jetzt in diesem zweiten Kapitel haben wir den Überblick über die Meditationsstützen, die verschiedenen Formen Shamatha inhaltlich zu praktizieren, abgeschlossen. Jetzt beginnen wir damit, welche gemeinsamen Regeln es sozusagen gibt oder welche Qualitäten jetzt vonnöten sind, um, egal mit welchem dieser Meditationsobjekte wir arbeiten, um damit tatsächlich Geistesruhe zu erlangen. Ja, also jetzt haben wir sozusagen unseren Werkzeugkasten ausgestattet und jetzt geht es darum, um die Frage, und mit welcher inneren Haltung benutzt ein Handwerker seine Werkzeuge, egal welche er benutzt. Jetzt geht es einfach darum zu schauen, wie bin ich achtsam, wie richte ich das Interesse aus, wie bin ich sorgfältig, wie kann ich das vertiefen, wie kann ich mich dabei entspannen, ohne mich durch Überachtsamkeit eventuell zu verletzen, also mir nicht gut zu tun und so weiter. Also es geht um diese ganzen Fragen. Und in dem Text von Tashi Namgyal nennt man das die 8 Anwendungen. Es gibt 8 Qualitäten der Praxis von Geistesruhe, die uns helfen, 5 Fehler auszuräumen. Diese 8 Anwendungen, die haben wir schon kennengelernt. Die 5 Fehler sind Faulheit, Vergessen der Anweisungen, Schlaffheit oder Erregtheit, Nicht-Anwenden und übermäßiges Anwenden von Gegenmitteln. Das sind die 5 Fehler. Und die 8 Anwendungen, die wir jetzt dann praktizieren werden, und wir gehen jetzt wahrscheinlich auf eine Serie von Meditationen zu, wo es um diese Qualitäten geht, mit denen wir in tiefere Geistesruhe hineinfinden. Diese 8 Qualitäten, diese Anwendung, das, was wir kultivieren, die heißen Vertrauen, Interesse, freudige Energie, Geschmeidigkeit, achtsames Erinnern, Wachsamkeit, Gegenmittel anwenden und meditativer Gleichmut. Das sind die 8. Und meine Aufgabe mit euch wird jetzt sein, das noch einmal, vermutlich nochmal auf subtilere Weise als bereits zuvor, zu einer direkten Erfahrung werden zu lassen, sodass ihr wisst, wie ihr euch selbst steuern könnt. Also wie ihr eure Meditation steuern könnt. Denn Geistesruhe im Unterschied zu tiefer non-dualer Einsicht, Geistesruhe lässt sich steuern und meistern. Einsicht Mahamudra, da geht es um komplettes Loslassen. Okay? Bei diesen Praktiken der Geistesruhe, wenn man geschickt wird, kann man tatsächlich die verschiedenen Stufen der Geistesruhe durchlaufen, sehr systematisch, so wie es am Ende dieses Kapitels unter den 9 Stufen der Geistesruhe beschrieben wird. Aber um sie zu durchlaufen, braucht es ein wachsendes Geschick mit diesen 8 Qualitäten, die wir kultivieren, hier von der Übersetzerin die 8 Anwendungen genannt. Okay.
beginnen wir und morgen geht es dann auch weiter. Das schaffen wir nicht in einem Mal. Das wird sich aufteilen. Ich werde schauen, ich werde spüren müssen, was sich stimmig anfühlt und das in mehrere kleine Stationen aufteilen. Der normale Startpunkt. Ich bin mäßig motiviert. Okay? Ich bin mäßig motiviert. Okay, ich habe vielleicht ein bisschen Mühe, mich überhaupt in Richtung auf mein Meditationskissen zu bewegen. Die Katze um den heißen Brei. Okay, wir sträuben uns, wir wissen, es wird ja eigentlich gut tun, aber so richtig Freude entsteht noch nicht. Die Faulheit dominiert und eigentlich trinke ich lieber mal noch einen Kaffee und dann gucke ich mal, was bei den E-Mails so reingekommen ist, beantworte noch ein paar WhatsApp, gehe den Hund spazieren führen. Okay, das ist die Ausgangsposition. Und die erste Kraft, die es gilt, ist Vertrauen zu entwickeln. Es gibt 3 Arten von Vertrauen. Und die erste ist das inspirierte Vertrauen, die zweite ist das strebende Vertrauen und die dritte Form, die kann man schon Gewissheit nennen. Das ist ein überzeugtes Vertrauen. Und genau damit beschäftigen wir uns. Zuerst geht es darum, Inspiration zu wecken. Also die Nachteile von faulem, von nachlässigem Umgang mit meinem Leben, mit meiner Zeit, mit meiner Energie zu bedenken. Das ist mal der eine Faktor, dass ich mir denke, was ist die Folge davon, wenn ich mich so immer drücke um das, was mir eigentlich gut tut. Da ist Gampopa zum Beispiel in dem Kapitel zum 5. Parameter sehr, sehr klar. Er beschreibt die 3 Arten von Faulheit und wie wir sie auflösen können. Im Schmuck der Befreiung. Im Kapitel über freudige Ausdauer, über das 4. Parameter. Und wir kontemplieren so im Grunde genommen mit der Frage, wie lange willst du es noch so halten? Wie lange willst du es noch aufschieben? So. Was sind die Folgen davon, wenn du es immer wieder aufschiebst, obwohl etwas in dir richtig weiß, wie gut es tut? So. Und dann kontemplieren wir die bereits gemachten Erfahrungen von Geistesruhe, die Anzeichen, die wir dafür hatten, die Ahnungen und wir kontemplieren die Vorteile eines klaren und ruhigen Geistes. Okay. Und wir kontemplieren vielleicht auch, dass es nicht wehtut. Dass wir nichts zu befürchten haben. Und dass, wenn wir uns einmal hinsetzen, Hauptsache wir fangen mal an, wir dürfen dann auch wieder aufstehen. Ja, also wir wecken die Inspiration, indem wir die Qualitäten von Sammlung, von Klarheit, von einer wachen, geschmeidigen Präsenz uns in Erinnerung rufen. Dann wecken wir das Streben, die 2. Art von Vertrauen. Ja, genau, darauf richte ich mich jetzt aus. Und die 3. Art von Vertrauen, die entsteht dann, wenn unsere Praxis wieder zu einer Erfahrung von offener, ruhiger Weite geführt hat, dann wissen wir, okay, es hat wieder geklappt, ich bin eigentlich relativ leicht durch diese faulen Muster hindurchgekommen, konnte den Geist einigermaßen sammeln und es hat mir wieder einmal gut getan. Das ist dann das überzeugte Vertrauen. Okay?
Und bevor ich zu viel erkläre, machen wir das jetzt ein bisschen und ich flechte den nächsten Faktor des Interesses bereits dann in die geleitete Meditation ein. Jetzt ist tatsächlich egal, welches Meditationsobjekt ihr wählt. Jetzt wäre es gut, jeder von uns würde das wählen, was jetzt gerade passt. Gehen wir noch einmal in kleinen Schritten vor. Ja, es ist schon später am Nachmittag. Ja, wir haben schon viel meditiert heute. Ja, es gäbe gute Gründe, jetzt dann sich etwas zu gönnen, sich etwas anderes zu gönnen. Es ist nicht so, dass ich die Muster in mir nicht verstehen würde, jetzt nicht unbedingt nochmal zu meditieren. Doch, kann es nachvollziehen, aber es ist eine kostbare Gelegenheit. Es wird mir nicht so oft möglich sein, diese Praxis in so kleinen Schritten üben zu können. Und ich habe heute und in den vergangenen Tagen, Monaten und Jahren immer wieder erlebt, dass selbst wenn ich müde bin, dass es mir gut tut, wenn ich mich entspanne, öffne und nicht noch mehr von mir verlange. Und genau das ist ja der Ort, dieses Meditationskissen, das ist der Ort, an dem ich aus diesen samsarischen Mustern aussteige und in tiefere Entspannung finde. Und die Praxis der Geistesruhe ist natürliche Sammlung im Heilsamen, also in dem, was mir wirklich gut tut. Und das praktiziere ich jetzt. Ich werde mich jetzt darum bemühen, das wieder für, sagen wir mal, 10, 15 Minuten zu praktizieren. Und damit nach dieser Reflexion, die das Vertrauen stärkt, nach dieser Reflexion fasse ich den Entschluss, mich mit Interesse auf die passende Stütze meiner Meditation auszurichten. Und egal, was ihr für eine konkrete Stütze wählt, denkt daran, dem Buddha meditieren zu lassen. Und dann entwickelt ein sanftes Interesse an eurem Meditationsobjekt.
Haltet dieses sanfte Interesse wach. Möglichst kontinuierlich. Und wir nähren unser Interesse, indem wir uns jetzt schon bewusst machen, wie diese wenigen Momente des achtsamen Seins uns bereits gut tun. Und wir lassen den Buddha in uns praktizieren, strengen uns nicht unnötig an und richten uns voller Interesse auf unsere Meditationsstütze aus, so als würden wir zum ersten Mal damit unterwegs sein. Ein ganz frisches Interesse, als würden wir uns zum ersten Mal mit dieser Stütze verbinden. Und wir bemerken, wie es gut tut. Und wir richten unsere Aufmerksamkeit auf genau so eine Weise aus, dass es tatsächlich gut tut. Deswegen sagte ich sanfte Aufmerksamkeit, weil am Ende eines Tages sollten wir keine allzu große Anstrengung von uns selbst verlangen. Wir spüren, wie es gut tut und wir vertiefen genau das. Wir gehen genauso mit unserem Geist um, dass es gut tut. Und da kommt bereits der dritte Faktor, die dritte Anwendung ins Spiel, die freudige Ausdauer. Das ist die Freude am Heilsamen, die uns die Kraft gibt, die kleinen Klippen, die da so auftauchen, die kleinen Hindernisse zu überwinden, aufzulösen, indem wir uns immer inniger mit dem Heilsamen verbinden und ausdauernd werden. Es mag sein, dass wir eine Energie spüren, die aus diesem heilsamen Sein, dieser heilsamen Aufmerksamkeit uns zufließt.
diese heilsame Geisteshaltung dem Buddha meditieren zu lassen. Wenn die Freude am Heilsamen spürbar wird, braucht es deutlich weniger Anstrengung oder eigentlich gar keine Anstrengung mehr. Und es mag sein, dass wir so ein wenig nachlässiger werden, das dürfen wir auch, aber bleibt wach. Vergesst nicht, das Vertrauen zu spüren und das Interesse an der Stütze wach zu halten. Wenn diese drei ersten Faktoren, Vertrauen, Interesse und freudige Energie aktiv sind, dann beginnen wir die ersten Früchte zu spüren als die Geschmeidigkeit. Eine deutlich geschmeidigere innere Erfahrung. So eine gewisse Leichtigkeit. Es ist leicht, präsent zu bleiben. Geschmeidig, ohne großes Aufheben, kehren wir immer wieder zur Stütze zurück. Und obwohl es so gut tut, versprochen ist versprochen, sollte nicht länger als 10 Minuten gehen. Solche Versprechen müssen wir immer einhalten. Deswegen lade ich euch ein, diese schöne Erfahrung, vielleicht war sie schön für euch, nicht zu beenden, aber in eine aktivere Form hinüberzuführen, damit sich unsere anderen Muster gehört und verstanden fühlen. Wenn wir nämlich mit unseren Mustern diskutiert haben, bevor wir uns aufs Kissen gesetzt haben, dass es doch eigentlich nur um 5 bis 10 Minuten geht. Das haben die nicht vergessen. Das ist wie ein Kind, was nicht vergisst, was wir versprochen haben. Und wenn wir jetzt bloß, weil es gut läuft, das einfach ausdehnen, das ist nicht fair. Aber wir können das neu verhandeln. Wir können jetzt, nachdem wir uns erstmal gelockert haben, wir können neu hinschauen. Das ist so, wie wenn das Kind fragen würden, na, hast du jetzt noch Lust auf mehr? Wenn wir dann ein Ja ernten, dann kann es weitergehen.
Aber wir müssen auch ehrlich bereit sein, aufzustehen, wenn wir merken, dass jetzt was anderes ansteht. Und für mich steht jetzt was anderes an. Ja, wir machen jetzt nicht weiter. Ich möchte gerne von euch wissen, mit welchen Stützen ihr praktiziert habt. Würdet ihr mir das in den Chat reintippen? Ich lese es dann laut vor. Ich möchte gern wissen, welche Auswahl ihr getroffen habt. Hara, Prajnaparamita, mit allem, was ist. Zuerst A, dann Buddha im Herzen, Energieströme im Körper, Guru im Herzen, Balung, Prajnaparamita, Weite des Himmels, Bauchatmung, Atem, Hara, Tara, Bauchpräsenz, Empfindungen des Atems an der Nasenspitze, Huiuiui, Buddha im Herzen, blaues Licht, Kribbeln im Körper, Atem, ein Bild von Guru Rinpoche, Prajnaparamita, Tara, Energie im Körper, Stein auf Pflanze, ui. So viel, die Bauchpräsenz, genug. Da war noch jemand mit Energie im ganzen Körper. Seht ihr, diesen Effekt, den hatte ich mir gewünscht, dass wir alle so deutlich spüren können, dass uns jetzt gerade etwas anderes gut tut als unserem Nachbarn. Und dass es von meiner Seite aus natürlich sinnvoll ist, euch diesen Freiraum zu geben und nicht zu behaupten, ich wüsste, was für euch gut ist. Okay? Das ist ganz wichtig. Das heißt, jetzt war bei euch der innere Guru aktiv, so innere Antennen dafür, was euch gut tun könnte. Und jetzt kommt noch eine dritte Kraft der Achtsamkeitspraxis zum Tragen. Ihr habt mit dieser Ahnung, was euch gut tun könnte, praktiziert. Und jetzt gibt es einen Faktor, der dritte Faktor der Achtsamkeitsmeditation, den nennt man Sorgfalt oder Gewissenhaftigkeit. Und das ist die Sorgfalt, jetzt zurückzugucken, hat mir das denn wirklich gut getan? Wie war das? Hat sich das bewährt? Würde ich das nochmal so machen oder würde ich zusätzlich auf etwas achten, wenn ich das nächste Mal mache? Da war zum Beispiel, hatte jemand im Chat geschrieben, so schnell konnte ich gar nicht lesen, Praxis aufs Hara, aber mit guter Vorbereitung. Genau, da hat jemand sorgfältig auf gute Vorbereitung geachtet. Genau, man kann dann, wenn man so zurückblickt, kann man sagen, ups, ich bin ein bisschen zu schnell drin gelandet, ich war dann am Flattern, hat eine Weile gebraucht, bis ich reingefunden habe. Ich mache das nächstes Mal noch mit ein paar Zwischenschritten. Oder, ja, ich habe gut angefangen, aber ich habe dann das Meditationsobjekt mittendrin gewechselt, hat mir nicht so gut getan. Oder ich habe es gewechselt und es hat mir gut getan. Ja, dieser Rückblick, ein sorgfältiger Rückblick, nachträglich noch achtsam zu sein und zu schauen, na, wie war's? Was würde ich das nächste Mal anders machen und was würde ich genauso machen? Dieser Aspekt der nachträglichen Sorgfalt, der Gewissenhaftigkeit, der wird manchmal vergessen bei den Erläuterungen zur Shamatha-Praxis, ist aber unglaublich wichtig, um beim nächsten Mal nicht wieder so unsauber unterwegs zu sein oder mit etwas mehr noch zu lernen aus dem, was wir ohnehin erfahren. Manche Lehrer und Lehrerinnen empfehlen da, ein Meditationstagebuch zu führen, wo solche Dinge sogar notiert werden. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Manchmal gut, manchmal kontraproduktiv. Aber die Idee ist im Raum
Und ich habe auch in der ersten Zeit meiner Praxis so ein Meditationstagebuch geführt und fand das damals ganz hilfreich. Es ist wie so ein kleiner Dialog mit mir selber, der da stattfindet. So ein paar Notizen da rein, keine langen Sätze und so, einfach nur so ein paar Stichworte. Kann hilfreich sein. Vielleicht inspiriert euch das. Okay, so viel für heute. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt noch die Widmung zusammen praktizieren. Sunam Niyetam Jesing Panin Tobne Nipenjanam Pamjene Genga Nachim Palam Jumpayi Sipet Sulenjo Vajavashu Jampem Pavunjita Kimpadang Kuntu Zampo Deyang Dishinte Dinda kunjin chesun da lonjing gewan dinda tamje raptungo sangyen kusum penjin lamdan sheni minjun dem penjin lamdan gendun mijidem penjin lamjin jintang o waman lamjum pasho. Vielen Dank. Habt noch einen schönen Abend. Und wer noch Lust hat, kann ja mal gucken, was mir da zu diesem verflixten spirituellen Ehrgeiz einfällt. Hört sich an, als ob es wieder um irgendwelche Kleshas geht. So, gell? Muss ja nicht sein, ihr könnt euch auch einfach Schönes gönnen.